Und darüber möchte ich sprechen mit General Roland Carter bei mir. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Guten Tag, Frau Würzbach. Schauen wir erst einmal auf diese Drohung von Putin, die wir schon mehrfach gehört haben, Ja. dass der Westen in den Krieg jetzt also aktiv eintritt. Sollte es tatsächlich das Go geben aus Washington oder auch aus Großbritannien, ist das diesmal eine Drohung, die man ernster nehmen muss? Sie haben recht, es ist ja in der Tat schon fast inflationär, diese Bedrohung, atomare Waffen einzusetzen. Aber ich denke mal, Putin ist ein rational denkender Mensch. Er kennt die Konsequenzen. Ich glaube auch, was heute Morgen aus England für Signale gesendet wurden, dass man auf keinen Fall einen Krieg zwischen Russland und der NATO will, scheint mir eher dafür zu sprechen, dass man die Dinge ernst nehmen muss. Ich nehme solche Dinge als Soldat immer sehr ernst. Aber ich denke mal, man darf die Augen nicht davor verschließen, dass dieser Einsatz weitreichender Waffen nun dringend notwendig ist. Denn sonst kommt die Ukraine in eine außerordentlich prekäre Lage. Und deswegen würde ich mal abwarten, aber gleichzeitig die Lage sehr genau beobachten. Und ich denke, das werden alle Länder tun. Schauen wir einmal auf das, was es bedeuten würde, wenn jetzt die USA und Großbritannien zustimmen für die Ukraine. Inwiefern kann das den Kriegsverlauf verändern? Naja, das kann den Kriegsverlauf insofern verändern, als wenn die USA und auch Großbritannien die weitreichenden Raketen freigeben, dann werden natürlich, ich hoffe mal nur, militärische Ziele auch in der Tiefe russischen Territoriums bis nach Moskau und weiter beschossen werden. Und ich denke mal, dann wird sich dadurch eine neue Lage ergeben. Das Problem, was wir schon einmal hatten, war, dass unter Umständen versehentlich, das hoffe ich jedenfalls, auch nuklearstrategische Einrichtungen getroffen werden, wie Radarstationen oder sonstige Kommandohauptquartiere. Und das würde natürlich dann schon bedeuten, dass man sehr sorgfältig darauf achten muss, dass man Putin nicht das Narrativ gibt, dass nun seine Nukleardoktrin greift. Insofern, ich denke mal, es wird die Lage verändern. Es wird vor allen Dingen auch für die Menschen in Russland die Lage verändern. Sie werden nämlich dann mehr als hautnah miterleben, dass Krieg zwischen Russland und der Ukraine ist. Das ist sicherlich auch ein Ziel. Aber es wird vor allen Dingen auch die Situation insofern verändern, als die Russen nicht mehr in der Lage sein werden, aus mittlerer Entfernung, aus weiter Entfernung ihre Luftwaffe, ihre Raketen, ihre Cruise Missiles einzusetzen, einfach weil dann auch zumindest große Teile davon zerstört werden. Insofern ist das schon eine signifikante Änderung der Lage.